Was fasziniert uns an ihm? Was hat ihn zu der Person gemacht, die er heute ist? Was bewegt Menschen dazu, ihn zu hassen, ihn zu besuchen? Metal-Leute und willkommen. Dies ist die Geschichte des Drachenlord. Am 7. April 2017 befestigte Rainer eine blaue Plane als Sichtschutz an seinem Tor. Am 9. April äußerte er sich in einem Instagram-Video zu seinem Wortschatz. Mein Wortschatz ist wahrscheinlich 10-mal so groß wie der von euch Hatern. Und der Grund, warum ich das normalerweise nicht zeige, liegt einfach daran, dass sich irgendwann die Leute über mich lustig gemacht haben, weil ich immer sehr geschwollen daherrede. Das hat letzten Endes dafür gesorgt, dass ich irgendwann sagte, ich habe keine Lust mehr und mir einen ziemlichen Assi-Slang angewöhnt habe. Ich kann gerne noch ein bisschen beweisen in den nächsten Tagen oder Wochen, dass ich einen ziemlich guten Wortschatz habe. Am 16. April war Rainer wieder einmal auf dem Teamspeak-Server. Dort erklärte er unter anderem, er verdiene momentan nicht so viel, dass er Steuern zahlen müsse. Das war laut ihm auch einer der Beweggründe, den Hauptkanal zu schließen, da er keine Lust mehr hatte, Steuererklärungen auszufüllen. Am 17. April war Rainer in Erlangen und hatte seine Kapuze über den Kopf gezogen, um nicht erkannt zu werden. Trotzdem wurde er erst spät und heimlich fotografiert. Am 21. April färbte Rainer die Felgen seines Autos, allerdings ohne diese vorher von den Reifen abzumontieren. Dann postete er ein Foto von seinem PC-Monitor auf Instagram und enthüllte dabei auch, wohin seine Überwachungskameras filmten. Am 23. April behauptete Rainer, wieder Schmerzen wegen der Schlagstockattacke zu haben und redete über seine Schulzeit. Los, ey, fuck. Was denn, Migräne? Meine höllisch, das wird mir... Nee, meine Verletzung. Heute Nacht war das so schlimm, dass ich mich sogar übergeben habe, ey. Und das ist nicht besonders lustig, weil... Was ist denn dann da genau? Dadurch, dass die Bauchmuskeln noch ärger angespannt werden. Weißt du, was Phantomschmerzen sind? Phantomschmerzen, ja, natürlich. So ungefähr fühlt sich das an. Ich war schon in der Schulzeit so, als ich in der Schule war, in der 1. Klasse. Ich war so groß wie ein Drittklässler. Der war 2 Jahre älter als ich war so groß wie der. Und ich war total einschüchternd für die Leute. Weil ich so riesig war, weil ich so muskulös war, schon als Kind. Und da haben die Leute immer blöd geschaut. Es gibt bloß ein Problem an der Sache. Ich habe mich für die Jüngeren eingesetzt und da habe ich bei den Älteren verschissen gehabt. Weil die haben dann nämlich gemerkt, dass ich gar nicht so tough bin, wie ich rüberkomme. Und dann sind die Leute nämlich auf mich losgegangen. Und das war nämlich schon damals das Problem. Ich habe mich immer für die Schwächeren eingesetzt. Ich habe immer versucht, anderen zu helfen. Schmerzen im Oberbauch, Übelkeit und Erbrechen sind allerdings auch Symptome, die häufig bei Gallensteinen auftreten. Während der Schlagstockattacke hätte Rainer, so behauptete er, nur deswegen den Angreifer nicht zusammengeschlagen, da er die anderen Besucher schützen wollte. Ich hätte den Typen rasiert, wenn ich gewollt hätte. Ich habe das nicht gemacht, weil wenn ich das versucht hätte und der wäre mir wirklich entkommen, wäre auf die anderen losgegangen. Was meinst du, was dann für eine Scheiße los gewesen wäre? Später ließ sich Rainer in eine Diskussion mit Hatern verwickeln. Was ich irgendwo sage und wie ich wirklich denke, sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Ja, aber dann solltest du wohl dein Gehirn mit deinem Mundapparat synchronisieren. Nicht wirklich. Ja, das sagst du ja auch immer selber. Jetzt kommst du wieder mit dem Satz, das sagst du doch selber. Ist das echt dein Ernst? Ja, Boah, Junge, okay, ich sag dir jetzt jetzt noch einen Satz, bevor ich dich raushau. Ja. Und nimm dir den mal zu Herzen. Ja, ich komme sowieso wieder, ist doch kein Ding. Das ist mir egal. Ja, gut. Was will ich mir jetzt noch sagen? Nimm dir diesen Satz zu Herzen, Junge. Darf ich danach auch was doch sagen? Benutz dein Hirn zum Denken, bevor du handelst. User in your channel joined your channel from the server. Ganz im Ernst. Was ist das für eine lächerliche Aktion? Warum die Bannwelle? Weil ich aufs Klo gehen wollte und mir kurz überlegt habe,
wirklich, also ich muss wirklich aufs Klo und ich wollte auch gehen. Ich habe mich kurz gemutet, war aber dann im Moment noch da, als jemand gesagt hat, und wie könnten wir ihn jetzt triggern, und dann kurz drüber gesprochen haben, wie sie mich triggern könnten. Und ich denke mir einfach, nö, ihr triggert mich einfach nicht, weil den Gefallen tue ich euch nicht. Hab dann noch vernünftig und anständig versucht, mit ihnen zu argumentieren. Naja. Und letzten Endes hat es natürlich wieder zu einer Sache geführt. Die Hater haben einfach keine Logik und handeln total unlogisch. Finde ich nach wie vor schade und traurig, aber einem Menschen, der unlogisch ist und unlogisch handelt, den kann man eben mit Vernunft und Logik nicht beikommen. Finde ich echt traurig tatsächlich. Aber das wird sich wohl auch nie ändern. Tatsächlich muss ich jetzt gar nicht mehr aufs Klo, merke ich gerade. Hast du in die Hose gemacht? Lange genug. Nein, ich habe nicht in die Hose gemacht. Und wenn du das nochmal fragst, fliegst du. Hast du in die Hose gemacht? Er wollte den Schwanz. Eine Aufforderung. Der Jetzt reicht's mal, aber ich habe dich vorhin schon gewarnt wegen deiner Ausdrucksweise. User in your channel was banned from the server. Wen hast du jetzt rausgehauen? Der hier gerade irgendwas von wegen Schwanzlutschen gesagt hat. Ah, okay. Das ist das beste Beispiel, dass du gerade den Falschen gebannt hast. Das war nämlich User in ich. your channel was banned from the server. Gut zu wissen. Und wer bist du? Ich habe nämlich gar nicht drauf geschaut, wer redet. Ich war gerade damit beschäftigt, mir anzuwichsen. Am 24. April war Rainer Gast im Stream eines anderen, wenig bekannten YouTubers. Am 25. April tauchte dann ein Bild auf, das ein Polizeiauto vor Rainers Haus zeigt. Der Hintergrund dazu konnte jedoch nicht geklärt werden. Am 26. April behauptete Rainer auf dem Teamspeak-Server, keine Motivation mehr für YouTube zu haben und beim Arzt gewesen zu sein, aber noch vor der Untersuchung wieder gegangen zu sein. Wenn mich irgendwas interessiert, dann lass ich es, und es war nie anders. Ich habe keinen Bock mehr auf YouTube, ich habe keinen Bock mehr auf meinen Hauptkanal, deswegen mache ich ihn nicht mehr. Ich hatte lange Zeit Bock auf meinen Hauptkanal, deswegen mache ich es. Ich habe keinen Bock hier runterzukommen, also bin ich gestern nicht runtergekommen. Ich hatte heute Bock runterzukommen, also bin ich runtergekommen. Ich habe gestern keinen Bock gehabt, zum Arzt zu gehen und da eine Stunde zu warten, wegen 2 Minuten reingehen, also bin ich wieder abgehauen. Ich habe noch nie irgendwas gemacht, auf was ich keinen Bock habe, und das sind nur kleine Beispiele. Später gab es dann noch einen Stream auf Twitch, in dem er sich über seine Moderatorin Abby beschwerte. Ganz im Ernst, solchen Leuten wie euch wünsche ich mal AIDS, weil dann würden sie ja mal Witze drüber machen. Ich glaube, Abby braucht Unterstützung. Ja, braucht sie, die macht nämlich gar nichts. Die bannt einfach niemanden. Und wenn sie niemanden bannt, dann werden wir nachher ernsthaft mal drüber reden, ob sie überhaupt Mod bleibt, weil überhaupt keine Modarbeit zu machen, es geht halt gar nicht, tatsächlich. Auch am 27. April ließ sich Rainer im Stream wieder provozieren. Drool, du bist derjenige, der geistige Ausfälle hat, weil du keinerlei Leben hast. So oft, wie man dich meldet und blockt, du gehörst eigentlich auch angezeigt und rausgefunden, wer du bist. Schon alleine wegen den ganzen psychischen Schäden, die du versuchst, bei jemandem auszulösen. Dafür gehörst du nicht nur eingesperrt, sondern dir gehört alles weggenommen, was du besitzt. Auf Teamspeak berichtete Rainer von der Möglichkeit, eines Tages Projekt Phoenix durchzuführen. Dieses würde beinhalten, alle seine Videos zu löschen und neu anzufangen. Bei einer Diskussion über das Universum und Physik brillierte Rainer mit Unwissen. Am 29. April erklärte Rainer auf dem Teamspeak, dass er mit dem Projekt Phoenix einen Neuanfang ohne Hater wagen wollte. Ja? Ich möchte den Hatern, soweit ich kann, den Wind endgültig aus den Segeln nehmen, damit es, wie sie es nennen, Drachengame für sie ein für alle Mal unschmackhaft ist, dass sie das nicht mehr spielen wollen, dass sie da nicht mehr mitmachen wollen. Andere Nutzer des Teamspeaks versuchten an diesem Tag Abby Sunrise ins Gewissen zu reden, damit sie einen ernsthaften Versuch unternahm, Rainer zum Positiven zu ändern. Dabei war die Stimmung locker und Abby schien mit den Leuten deutlich besser auszukommen als Rainer. Rainer ist natürlich so eine Sache für sich, aber es ist jetzt nicht, dass ich, auch wenn er natürlich seine Marotten hat, ist es jetzt kein Grund für mich, ihn zu haten. Also bist Okay, welche Marotten meinst du? Hat er schon mal was gegen dir gegenüber gesagt, so, wo du sagst, okay, jetzt geht's zu weit, das war too much so? Welche Marotten meinst du? Naja, dass er oft ganz schnell mal aus der Haut fahren kann. Okay.
Ich meine, ihr wisst ja, ich musste ja schon oft mich anschnauzen lassen. Es ist halt aber so, dann ist es halt so. Es ist Aber jetzt warum nicht machst so, du das mit? Also ich verstehe nicht, warum du das überhaupt mitmachst. weil ich weiß, er ist halt so, wie er ist und Die Abby- das ist halt seine Art so. Vom 1. Mai 2017 existiert ein Besuchsvideo vom Hater im Charakter von Horst Schlemmer. Vor seiner verfallenen Garage hörte er Metal-Musik, bis er unsere Reisegruppe bemerkte und wie üblich ohne Provokation wüst beschimpfte. Ihr seid Journalisten. Ihr seid die hässlichsten Menschen der Welt und wisst ihr auch warum? Weil ihr so einen abgefuckten Charakter habt, Alter. Ihr könnt ja noch so gut ausschauen körperlich, seid ihr trotzdem die hässlichsten Menschen der Welt. Solange ihr nicht hergeht, du brauchst doch gar nicht grenzen, du bist die größte Hackfresse, Alter. Weiber, die so einen Charakter haben, sind die schlimmsten überhaupt, Alter. Hässlich wie sonst was, ohne Scheiß. Ihr habt genau 2 Minuten, um zu verschwinden. Andernfalls verschwindest du. Später fuhren die Hater weiter zum Wohnort von Rainers Mutter und dokumentierten das Haus, das ähnlich heruntergekommen wie die Drachenschanze wirkte. An diesem Tag hatte Rainer wieder einmal ein neues Pärchen und nahm seine angebliche Freundin gleich mit auf den Teamspeak-Server. Ja, was machst du heute noch so, Rainer? Ein Wichsen. Wobei, das dürfte ich nicht sagen, wenn mein Schatz da ist. Die erschlägt mich, ey. Ja, Nein. wie habt ihr euch denn kennengelernt? Das würde mich mal interessieren. Oder? Ich würde mal sagen, das ist Privatsache. Okay. Noch Korben. Aber mein Glück habe ich gefunden, das ist doch auch schon mal was wert. Okay, mein Schatz, bist du ein Erdbärchen? Nein. Ja. Also ich esse gerne Erdbeeren, aber ich wüsste nicht, dass ich eins bin. Aha. Ja, jetzt wisst ihr, genau, jetzt wisst ihr, was aus Erdbärchen geworden ist. Die haben wir uns gemeinsam genossen. Hey, ich bitte um Disziplin hier, das ist eine Dame anwesend. War mal Drachen. Wie hat dir unsere letzte Nacht gefallen? Ja, Dann beschwert er sich über das Regenbogenschaf und macht es für die andauernden Besucher verantwortlich. Das Schaf hat angefangen, mit diesen Videos hierher zu kommen, hier zu filmen und es hochzuladen und danach haben das alle anderen auch gemacht. Das Schaf ist dafür verantwortlich und da können wir nichts Beschönigendes daran sagen. Das Problem an den Hatern ist, dass ihre Lebensexistenz auf YouTube oder im Internet oder ihr Internetpenis, der nicht mal vorhanden ist und wahrscheinlich noch kürzer ist als meiner in Real Life. Plötzlich behauptete Rainer, mit seiner Freundin schon 2 Jahre lang zusammen zu sein, obwohl zu dem Zeitpunkt seit dem Mittwoch noch keine 2 Jahre vergangen waren. Jetzt sind wir gerade mal 2 Jahre zusammen. Ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen. Ja, Leute, das mit Erdbärchen heißt ja bis heute noch nicht, dass ich damals nicht wusste, was Sache ist, ne? Am 2. Mai wurden private Daten von Rainers neuer Flamme geleakt. Diese hatte sich als 16-jähriges Mädchen entpuppt. Als einige Hater ihr ins Gewissen redeten und sie warnten, dass ihre Internetpräsenz noch negative Konsequenzen haben würde, konnte sie keinen Grund dafür nennen, dass sie sich als Rainers Freundin ausgab. Das Einzige, was sich die Leute alle fragen, ist, warum setzt sich eine 16-Jährige, wahrscheinlich noch nicht mal aus der Schule raus, mit einem dicken 27-jährigen Arbeitslosen 28. Entschuldigung, zusammen und spielt Pärchen in, ich sag jetzt mal, aller Öffentlichkeit. Und was hast du dir daraus verhofft oder was bekommst du davon? Was hast du dann, dass du jetzt auch so felsenfest schweigst, dass du dazu nichts mehr sagen willst? Später kam dann auch noch Rainer hinzu. Ich will mal erfahren, was hier los ist. Wir haben eine nette Party. Ich wurde gerade... Die Räume oberhalb der Eingangshalle sind private Räume. Das gilt auch für diesen Raum hier. Und ich habe eigentlich gesagt, dass die privaten Drachenräume passwortgeschützt sein sollen. Wir unterhalten uns gerade über den Code-Midas-Effekt, Rainer. Es geht einfach darum, dass ich komplett geleakt wurde heute von Wohnort, Nachname und alle Accounts, was weiß ich für ein Dreck, und die reden jetzt seit einer Stunde auf mich ein und ja, lass es dir von denen erklären. Ja, Rainer, es geht darum, die Amira wurde halt von irgendwelchen Leuten geleakt und wir wollen sie es eigentlich dazu bringen, dass sie sich hier möglichst zurückzieht und nicht mehr so hier so öffentliche Präsenz zeigt,
weil sie sonst immer weiter geleakt wird und wir wollen sie davor beschützen, weil sie noch relativ jung ist. Und wie gesagt, es gibt... Wollt jemanden beschützen, dass ich nicht liege? Nein, Rainer, es nicht alle. Also Ihr seid doch diejenigen, die hier die Leute leaken. Rainer, Ja, nicht aber wir. nein, Es das ist sind nicht irgendwelche allgemein. Leute, aber Warum nicht wir? wir, die hier gerade reden. Die, wo hier gerade reden, haben jetzt nichts gemacht und wir wollen Na ihr helfen. klar. Es gibt Spasten hier und die haben sie geleakt und da wollen wir sie davor beschützen. Von Anfang an gesagt, du sollst aufpassen, was du öffentlich hast. Das habe ich dir gesagt, bevor ich dich zum Rang erhoben habe. Hast du ihr das gesagt vor 2 Jahren, als ihr zusammengekommen seid, oder erst vor kurzem? Am 6. Mai zeigte sich Rainer mit neuer Frisur auf Instagram. Am 7. Mai postete er ein Instagram-Video, in dem er zeigt, dass Hater versucht hatten, sein Hoftor mit Drahtseil und Vorhängerschloss zu versperren. Er hatte sich allerdings mit Hilfe eines Winkelschleifers befreien können. Am 9. Mai präsentierte sich Rainer mit heiserer Stimme im YouNow-Stream. Wisst ihr, ganz ehrlich, lasst euch mal was Neues einfallen als Rudi ausbuddeln oder Rudi wird ausgebuddelt. Lasst ihr doch mal spontan, oder war AIDS krank, lasst ihr doch mal spontan was Kluges, Sinnvolles und vor allem etwas, wie sagt man, Intelligentes einfallen. Ach, warte mal, stopp! Ich hab vergessen, das kannst du gar nicht! Später sollte dann auch noch Tanzverbot bei dem Stream zu Gast sein. Am 13. Mai streamte Rainer aus seiner Garage, während im Hintergrund der Regen prasselte. Als Rainer am 14. Mai streamte, gab es technische Schwierigkeiten. Daraus schloss er, dass Hater einen DDoS-Angriff gestartet hatten. So, das war eine extrem schlechte Idee, was ihr da gerade gemacht habt. Denn jetzt habe ich ein paar schöne Daten nämlich gerade. Was war los? Leute, die haben mich gededost, aber das war eine schlechte Idee. Mein ITler später mal drüber schauen lassen. Am 16. Mai ließ sich Rainer von Druhl im Livestream provozieren. Am 18. Mai erzählte Rainer wieder einmal von einer Freundin. Du wirst nie eine Freundin haben. Sag es meiner Freundin. Hab heute Morgen erst meine Freundin geliebt. Das reicht mir erstmal. Ich habe nie eine Freundin erfunden. Wenn die Weiber zu mir sagen, dass wir zusammen sind und ja sagen, dann habe ich eine Freundin. Auch wenn die Freundin hinterher sich als Haterin herausstellt, war ich mit der in Anführungszeichen trotzdem zusammen. Kommt darauf an, wie du Freundin definierst, Junge. Nicht ich bin der Lügner, sondern ihr wart's immer. Dann sprach er über Kurt Cobain und sein Alter. Kurt Cobain ist gestorben, da war ich 15 Jahre alt. Nein, da war ich klar auf keinem Konzert. 94 ist er gestorben. Ich war mir jetzt nicht sicher, ich dachte 95. 94 ist er gestorben. Da warst du keine 15. Kurt Cobain ist gestorben am 5. April 1994. Da war ich halt 14 Jahre alt. In dem Jahr bin ich 15 geworden. Ich runde da immer auf. Quatsch, hast recht. Kommando zurück, da war ich 5, Entschuldigung. Da war ich 4, 5 Jahre alt in dem Alter. Ich war jetzt schon bei 2004, weil ich immer 10 Jahre draufrechne. Mein Fehler, da war ich 4, 5 Jahre alt. Ja, Entschuldigung. Mein Gott, Irren ist menschlich, so rum. Am 22. Mai lud Rainer das Video Soll ich oder soll ich nicht auf seinem Hauptkanal hoch. In diesem fragte seine Zuseher, ob er in Zukunft wieder Videos machen soll. Obwohl Rainer keine Videos auf seinem Hauptkanal veröffentlichte, so war er doch regelmäßig auf YouNow und auf dem Teamspeak-Server anzutreffen. Somit war auch garantiert, dass das Interesse an ihm und die Anzahl der Besuche nicht signifikant zurückgehen würde.